Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir machen heute wieder gemeinsam eine Folge von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen und diesmal das Kapitel Bremsen in der Kurve. Ja, Bremsen in der Kurve ist auf der einen Seite ein ganz normaler Vorgang. Es kommt halt auch mal vor, dass man in der Kurve bremsen muss beim Motorradfahren. Auf der anderen Seite ist es eine wahnsinnig komplexe Fahrsituation. Es ist so, dass dieses Motorradfahren speziell im Kurvenbereich und speziell beim Bremsen viele gute Reflexe erfordert. Eine wahnsinnig intensive Herausforderung für den Körper und für den Geist ist, dass das Koordinationsvermögen auch richtig passt. Und das sind natürlich einige Leute unter euch der Meinung, sind ganz fantastische Motorradfahrer, die werden sich möglicherweise ein bisschen leichter tun. Aber bei dieser ganzen Bremsen in der Kurventhematik gibt es auch ein großes Kapitel Physik. Und das ist halt einmal so. Und auch die vielleicht schlecht waren in Physik, haben es dann vielleicht einfach im Gespür. Aber damit das nicht nur Gespür ist, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen, möchte ich in der Ausgabe, in dieser Folge jetzt so ein bisschen die Theoretiker und die Praktiker zu Wort kommen lassen und dass wir da gute Fahrtechnik-Skills und theoretische Physik so ein bisschen übereinander legen und damit wir bei dem Thema Bremsen in der Kurve einfach sattelfest unterwegs sind. Hören wir uns an, ein bisschen den Input von unterschiedlichen Leuten zu dem, finde ich, wahnsinnig wichtigen Thema. Also Bremsen in der Kurve ist einer der Hauptunfalls- und Sturzgründe, weil natürlich ein Motorrad oder wenn man den Reifen anschaut, in der Schräglage ganz empfindlich ist, weil der Reifen beschäftigt ist damit, dass er jetzt Seitenführungskraft übertragt. Wenn da jetzt eine Bremskraft noch dazu kommt, muss er zusätzlich Längskraft übertragen und beides gemeinsam kann er halt sehr schlecht und da rutscht man also sehr, sehr schnell weg. Das ist nicht nur im wirklichen Leben ein Hauptsturzgrund, das ist auch bei unseren Trainings ein Hauptsturzgrund. Wie kann man das lernen? Eigentlich relativ einfach. Am besten man bremst in der Kurve mit dem Motorrad nicht. Das heißt, je stärker die Schräglage, umso weniger bremsen. Da setzt ja zum Beispiel auch das Kurven-ABS an. Das ist ja nicht so, wie es uns oft weiß gemacht wird, dass ich dadurch in der Kurve bremsen kann, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Das Kurven-ABS nimmt uns, je mehr Schräglage, umso mehr Bremskraft weg. Das verhindert also, dass wir in der Kurve bremsen können. Es geht auch nur so physikalisch. Wenn man alles richtig macht, braucht man in der Kurve nicht bremsen. Also wir sagen immer, gebremst wird vor der Kurve, solange das Motorrad aufrecht ist. Die Kunst halt dabei, dass man vor der Kurve entsprechend Geschwindigkeit abbaut und bremst, damit man durch die Kurve ohne Bremse fahren kann. Das sieht man leider auch sehr oft auf Bergstraßen, wenn man da hinter einem Motorradfahrer nachfährt, dass das leider immer wieder vermischt wird. Dass sich der schon in die Kurve reinlegt, Schräglage hat, das Bremslicht immer noch leuchtet. Dann Verschmutzungen, leichte Verschmutzungen, die man optisch gar nicht wahrnehmen kann, bieten da ein Mutzproblem. Und das größte Problem ist die Kombination. Wenn ich schon in einer Schräglage bin, entstehen automatisch mit dem Einnehmen der Schräglage, und wie stärker die Schräglage wird, immer mehr Druck nach außen, die Flickkräfte, was wir nach außen drücken, und der Reifen hat eine gewisse Gesamthaftungskapazität. Und wenn ich jetzt in einer Kurve schon in der Nähe vielleicht von 35, 40 Grad Schräglage bin, brauche ich schon sehr viel von diesen Haftungswerte fürs nicht nach außen wegrutschen. Also habe ich nur mehr wenig Gummihaftungsreserven auf der Fahrbahn, wenig Grip fürs Bremsen. Und wenn ich nachher in einer Stresssituation den Bremsgriff etwas zu hastig betätige oder auch auf die Fußbremse da steige, egal ob es jetzt hinten oder vorne ist, werde ich unweigerlich einen Sturz haben. Deshalb auf der öffentlichen Straße wäre da der effektivste Sinn, sich anzugewöhnen, vor der Kurve die Geschwindigkeit zu richten, die Kurve mit ganz einem leichten Stützgas, weil wenn ich in die Schräglage gehe, wird das Motorrad um die Spur langsamer, weil der Außenumfang um die Spur größer ist als wie in der Schräglage. Also kann ich minimales Gas halten, nicht jetzt beschleunigen im Sinne von schneller werden, und dann am Ende der Kurve, wenn ich senkrecht bin, wird Gas geben. Das ist vom Sicherheitsaspekt das Wichtigste. Sollte ich mich jetzt aber einmal vertun und um ein paar km/h zu schnell sein und ich merke, ich gehe in eine Kurve rein und mir drückt es nach außen, ich komme immer weiter zur Mittellinie, wo ich gar nicht hin will, weil ich will die Kurven rechts beenden, wenn wir jetzt das Beispiel auf eine Rechtskurve besprechen, dann kann ich sehr wohl, wenn ich stressbedingt nicht allzu heftig reagiere, auch die Vorderbremsen nehmen und fein mitbremsen und die Geschwindigkeit noch einmal korrigieren, damit da
nicht Vorlinienfehler in den Gegenverkehr hinein passiert. Ich habe gelernt, 2 Finger an der Bremse oder 3, je nachdem, wie viel Kraft man braucht, auch wo man ist. Aber ich habe generell vom Bremsen her habe ich auch noch viel vom Endurofahren mitgenommen. Ich bin generell sehr behutsam auf der Vorderbremse. Das ist halt so, mich hat ein paar Mal beim Schotter halt zu stark vorne in die Bremse gegriffen und bin gleich gelegen. Und so Stürze sind ein sehr guter Lehrer, eine gute Lektion, die merkt man sich. Und deswegen, ich bremse eigentlich viel mehr mit der Hinterradbremse, mit der Vorderradbremse. Und fahre halt auch so, dass ich halt selten wirklich stark verzögern muss, damit man dann auch fest vorne reingreifen braucht. Aber ja, vorne 2 Finger und bei der Hinterradbremse ist so, da hat es in der Fahrschule geheißen, in Kurvenlage, in Schräglage nie bremsen, auf keinen Fall. Aber jetzt dann habe ich auch am Anfang brav dran gehalten. Aber jetzt inzwischen ist es doch so, dass wenn ich sage, okay, ich möchte doch ein bisschen langsam in die Kurve, aber ich bin schon in Schräglage, dann so sanftes Mitbremsen. Also das geht dann schon. Man entwickelt ja doch ein Gefühl dafür, man weiß, vor allem wenn man länger auf dem gleichen Motorrad fährt, man weiß, wie stark verzögert das. Und dann kann man auch in Schräglage ein bisschen mitbremsen und noch die Geschwindigkeit in Schräglage regulieren. Aber in der Fahrschule hat es geheißen, nie machen, weil da haut es dich laut Fahrschule sofort auf. Hineinbremsen in die Kurven ist was natürlich von der Rennstrecke kommt und was dort von mir auch gern und oft praktiziert wird. Ganz einfach, dass man viel Druck am Vorderrad hat und eine gute Linie auch trifft, aber auf der Landstraße hat es meines Erachtens jetzt nicht wirklich viel verloren. Natürlich bremst man in eine gewisse Schräglage, aber ich bin dann einer, der die Bremse vor der Kurve oder, sage ich mal, bevor im Scheitelpunkt auf jeden Fall auslässt und da keine zusätzlichen Kräfte auf das Vorderrad wirken lässt, sodass man einfach sicherer und besser ums Eck kommt. Also das kommt wirklich darauf an, mit was ich unterwegs bin und wie ich unterwegs bin. Wie man jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt einen mörderischen Vergleichstest haben mit der Aprilia RSV 1100 und der BMW S1000 RR und wir fahren diese Strecke 10-mal auf und ab, dann bremse ich natürlich in die Kurven rein, weil ich ja schon mehr oder weniger in so einem Rennmodus drinnen bin und weil ich die Bremse ganz genau kenne und weil ich den Asphalt ganz genau kenne und weil ich dort wirklich daheim bin wie auf der Rennstrecke. Und normalerweise ist es so, dass ich natürlich den Hauptteil der Geschwindigkeit vernichte, bevor es einlenkt, aber dann natürlich schon schaue, dass ich mit relativ viel Speed und gemütlich dort reinrolle. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich diese Bremse degressiv, also ganz leicht aufmache, während ich noch reinrolle. Aber ich bremse auf keinen Fall bis zum Scheitel und gebe dann gleich Gas. Also ich habe immer Rollphase, das schon. Aber das Bremsen in Schräglage tue ich jetzt keinem Anfänger lernen, weil das ist einfach zu gefährlich, dass der dann zu stark bremst oder in zu viel Schräglage dann zu stark bremst. Wichtiger ist eigentlich mehr dieses Verzögern zumindest. Also das heißt, zumindest das Gas geschlossen halten bis zum Scheitelpunkt. Also das Motorrad, die Drehzahl, die muss im Endeffekt bis zum Scheitelpunkt, bis zur Kurvenmitte, für einen Laien sage ich jetzt einmal, nach unten gehen. Das Motorrad muss eine abfallende Drehzahl haben und muss bis dahin langsamer werden. Und das muss nicht unbedingt auf der Bremse sein, aber es wäre schon gut, wenn es zumindest mit geschlossenem Gas ist. Weil dann einfach das Motorrad die Chance hat, und das weiß jeder, der mal 100 km/h mit Stützgas fährt, und macht einfach das Gas zu. Das Motorrad geht sofort nach unten. Und das reicht eigentlich schon aus, dass das Vorderrad führungskräftiger wird, die Gabel einfedert, und dadurch wird das Vorderrad führungskräftiger und dann kommt noch ein geometrischer Vorteil eigentlich dazu, dass dann sich der Nachlauf der Gabel verändert und somit das Motorrad eigentlich schöner einlenkt, als wenn es jetzt am Gas wäre. Weil wenn du ans Gas gehst, dann hebt er sich vorne in der Regel wieder raus. Das Vorderrad hat weniger Last, weniger Führungskraft und will somit eigentlich geradeaus. Nein, ich persönlich bin kein Hinterbremsen-Fan, weil ich habe auf der Million Kilometer, was wir da schon gefahren sind von 2002, garantiert nicht ein einziges Mal für ein Stabilisierungsfahren die Hinterbremsen verwendet. Nein, vor allem ist das überhaupt keine Anweisung für jemanden, der
keine Übung hat. Man hat das, von früher kennt man das, dass man gesagt hat, beim Bergabfahren und Serpentinen, dass man da auf der Hinterbremse bleibt. Das hatte aber eigentlich einen anderen Sinn. Der Sinn lag darin, dass die Motoren halt sehr ruppig waren und dass man das ausgleichen kann, wenn man so ein altes, ruppiges Motorrad fährt, indem man mit der Hinterbremse das Motorrad quasi ein bisschen schrägt. Das ist bei jedem halbwegs neuen Motorrad vollkommen unnötige Technik. In der Kurve nicht bremsen, vor der Kurve bremsen. Solange ich das Fahrzeug, das kann man glaube ich global sagen, geradeaus bewege oder nur bis zur Hälfte der maximalen Schräglage, was gerade die Bedingungen zulassen, wenn ich mich in dem Bereich bewege, bin ich safe und kann diese Systeme voll ausreizen und voll belasten, ohne dass was passieren kann. Das Schlimmste ist, wenn du dank Helferlern deine Hirnfunktion reduzierst. Hell geht gar nicht. Also du bist allem nur der entscheidende Faktor und verlass dich nicht auf etwas, weil so gut kennst du es nicht. Das kennt der Rennfahrer, der weiß genau, das ist in der Kurve unten kann ich das und das machen. Nicht? Dann ist die und die Reaktion, aber halt kannst du als Laie, sag jetzt einmal, mit bis zu zigtausend Kilometer, maß ich mir zumindest nicht an zu sagen, dass ich das so beherrsche, dass ich da deshalb die Grenze deutlich verschieben kann. Nicht? Genau. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ganz banal, ich fahre mit dem Race-Modus, fahre ich bei nassem Wetter auf der Landstraße, gehe davon aus, ich habe einen Kurven-ABS und muss in der Kurve plötzlich bremsen und es ist keine Kurven-ABS-Unterstützung da. Pech gehabt. Das Vorderrad klappt ein, das war's. Also nicht an die richtige Anwendung gehabt. Wenn ich aber auf der sicheren Seite bin, ich habe den Rain- oder den Road-Modus gewählt, dann kriege ich maximale Unterstützung. Der Vorteil besteht darin, dass das Sturzrisiko in einer Kurve deutlich reduziert wird für einen weniger erfahrenen Fahrer. Der Druckgradient wird begrenzt, somit kann man, wie schon vorhin gesagt, das Vorderrad, ganz wichtig, nicht so schnell aus dem Kammschen Kreis heraus katapultieren, weil wenn es draußen ist, kriegt man es nicht mehr rein. Das heißt, wir müssen versuchen, dass wir die Kräfte nie zu hoch werden lassen. Das ist der entscheidende Vorteil. Ja, da sind wir eigentlich bei der Konstruktion und bei der Kontur. Also das Aufstellmoment in Kurven, das resultiert eigentlich durch das Bremsen. Also wenn du in Schräglage bremst, dann wandert der Mittelpunkt des Reifens quasi aus der Lenkachse und es entsteht ein Moment um die Lenkachse, welche dich aufrichtet. Und da ist natürlich einmal die Kontur vom Reifen sehr, sehr ausschlaggebend. Das heißt, wie weit wandert der Mittelpunkt des Reifens aus dem Mittelpunkt der Lenkachse raus. Ja, die Kontur des Reifens, die Breite des Reifens, aber natürlich auch, wie stark du bremst. Also eigentlich hat dort alles Einfluss drauf. Wir bremsen schon auch mit Anfängern, ganz dezent in Schräglage, da geht es aber nur um das Stehenbleiben in der Schräglage und da ist genau wieder so, das sind halt ein paar kleine Tipps, wenn ich beim Stehenbleiben in der Schräglage, wenn da vielleicht der Lenker gerade ist zum Schluss, naja, dann ist halt das Fahrzeuggewicht eher neutral, man fällt nicht so leicht um. Das ist da mal Ziel für die Fahranfänger. Für Fortgeschrittene haben wir dann schon ein Manöver auch, wo wir in der Schräglage bremsen, wo wir auch in der Schräglage mal ausweichen und auch das ist machbar. Aber das erfordert schon viel Gefühl und viel Geschick. Ja, bin gespannt, wie ihr das jetzt so seht. Wir haben jetzt da wirklich viele unterschiedliche Meinungen gehört, Herangehensweisen gehört, Techniken gehört, theoretisches Hintergrundwissen gehört. Denkt ihr, war das sinnvoll? Hat euch das was gebracht? War das klar? War was Neues dabei? Da brauchen wir wirklich schonungslose Kritik unten drunter bei dem Video. Und die schonungslose Kritik meine ich jetzt nicht, das klingt aber ein bisschen Negativkritik, meine ich auch als Inspirationsquelle für andere. Wie seht ihr das Thema? Könnt ihr da noch was dazu beitragen? Weil das wertet das ganze Video natürlich nochmal auf, wenn aus der Praxis einfach hunderte, hoffentlich tausende Stimmen sich über dieses wichtige Thema äußern, dann haben wir da eine richtig schöne Sammlung. Und wenn wir dann diese Sammlung draußen teilen in den sozialen Netzwerken, können wir vor allem unerfahrenen Motorradfahrern, vielleicht jungen Leuten, die erst später eingestiegen sind, da wirklich ein tolles, ja, kostenloses Instrument, um die Fahrtechnik zu verbessern, mit auf den Weg geben. Würde ich mich echt freuen, wenn es da mithilft. Danke und wir sehen uns wieder
bei einer der nächsten Folgen von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Die Playlist unten drunter mit allen Ausgaben für euch.